Wenn wir durch die Straßen einer kleinen Stadt gehen, wohin schauen wir? Auf das Display unseres Smartphones, auf die Auslagen in den Schaufenstern der Geschäfte oder in die Gesichter oder so der vorbeiziehenden Passanten? Selten fällt unser Blick auf die Kulisse, die Häuser und Bauten entlang der Straße. Dabei verstecken sich hier oft wahre Schätze, die Schönheit der Bauwerke. In der kleinen Stadt Esens wollen wir bei unserem Rundgang etwas mehr auf derart interessante Bauten am Straßenrand achten. Los geht's! Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in Ostfriesland angekommen. Wir sind in der Stadt Esens, knapp 4 Kilometer vom Nordseestrand entfernt. In der Fußgängerzone steht ein hübsches Haus, Haus Edzard, ein Beispiel für die bürgerliche Baukunst des 18. Jahrhunderts hier in Ostfriesland. Backsteinfassade und Glockengiebel obenauf. Der Bauherr war ein Angestellter des Königreichs Hannover. Er versteigerte Sachen im Auftrag der Krone. Kleine und große Häuser begleiten uns auf dem Weg zum Marktplatz, dem Zentrum der Altstadt. In Esens gibt es einen Rundweg, der heißt Esens historisch, und da hängt an vielen Häusern Tafeln, auf denen etwas zu den Häusern geschrieben ist. Sehr interessant. Und hier steht das Geburtshaus des Pastors und Astronomen Johann Gerhard Behrens. Sein Hobby waren die Sterne. Er berechnete Planetenlaufbahnen, spürte Kometen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte er die Berechnungen für die NASA durchführen und er arbeitete an Computerberechnungen für eine große Firma. Über dieses Stadthaus, gebaut 1839, unten war eine Gastwirtschaft, hier wurde auch Vieh gewogen, oben zunächst Rats- und Verwaltungsräume, später war hier Stadtgefängnis, Polizeistation, Stadtkasse, kirchliches Rentamt und Bücherei. Heute geblieben ist eine Ratsgaststätte. Palais von Hespen. Hier befand sich um 1700 der Amts- und Wohnsitz des Kanzleidirektors. Das war der höchste örtliche Beamte des ostfriesischen Grafen. Nordischer Barock, so nennt man diesen Baustil. Später war das Haus mal ein Witwenstift. Dann wurde das Haus zum Rathaus. Am Rand der Altstadt steht dieser klassizistische Bau, das ist das Königliche Hannoveraner Amtsgericht, gebaut 1525. Später wurde aus dem Amtsgericht Esens eine Nebenstelle des Amtsgerichts Wittmund. Vor über 20 Jahren wurde das Amtsgericht geschlossen, das Haus verkauft, restauriert und zu einem Bürogebäude. Direkt vor dem Haus steht ein Denkmal für Kriegsgefallene. Das Wappentier von Esens ist ein Bär, man nennt die Stadt auch Bärenstadt. Auf dem Gefallenen-Denkmal trauert ein Bär um die Kriegstoten. Interessant. Dieser Bär hier steht am Marktplatz vor der Kirche. Es gibt hier in Esens übrigens zahlreiche Bärenfiguren. Sie stehen meist vor Geschäften. Die Häuser am Markt. Sehr sehenswert. Ich glaube, da links, das ist das älteste Steinhaus hier in Esens. Wir gehen weiter durch die Altstadtstraßen. Sehr schön hier. Das Bäckerhaus, 1662 gebaut. Das war das Wohnhaus eines Fabrikanten. Sieht sehr schön aus. Eine Brunnenfigur, die erinnert an Balthasar von Esens, genannt Junker Balthasar, gestorben 1540. Er war Häuptling hier in Esens. Er soll Esens die Stadtrechte verliehen haben, war aber auch Seeräuber und ein Häuptling, der den Kampf mit den Nachbarn suchte. Das hier war einmal die Schule in Esens. Heute ist hier das Gemeindezentrum der Kirche. Jetzt erstmal einen Kaffee und dann geht's zur Kirche. Die St. Magnus-Kirche in der Altstadt. Über 50 Meter hoch ist der Turm. 1854 wurde die Kirche geweiht. Sie hat natürlich schon Vorgängerbauten. Geweiht ist sie dem heiligen Magnus, dem Bischof von Trani, ein Märtyrer. Das ist eine dreischiffige Backsteinkirche. Es lohnt sich hier wirklich mal reinzuschauen.
Das Walpurgisdenkmal. In der Vorgängerkirche, da gab es ein Grabmal. Da war die Gräfin Walpurgis von Rietberg bestattet. Sie war Gräfin von Esens. Sie soll 1580 durch eine vergiftete Biersuppe gestorben sein. Ihr Grabmal war in der Kirche und das bestand aus Sarkophag und 6 Statuen, die als Säulen oder Pfeiler drumherum standen. Das sind wunderschöne Choren. Die findet man zum Beispiel an griechischen Tempeln, an der Akropolis zum Beispiel. 1790 wurde das Grab entfernt und die Statuen wurden an der Front eines Wohnhauses hier in Esens unterm Giebel angebracht. Vor etwa 30 Jahren holte man die Statuen wieder in die Kirche zurück. Der Sarkophag war natürlich nicht mehr da, deswegen tragen sie jetzt einen Sargdeckel aus Holz. Wunderschön, oder? Darstellen tun die Statuen 3 christliche Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung und klassische griechische Tugenden: Tapferkeit, Gerechtigkeit, Weisheit. Das ist auch interessant. Ein 2 Meter langer Sarkophag. Laut Inschrift ist das der Sarkophag von Ritter Siebold von Dornum, Herr des Harlinger Landes. 1473 ist er gestorben. Auf der Deckplatte die Figur, das soll wohl der Ritter sein. Ob er so ausgesehen hat? Neben ihm sein Schwert. An seinen Füßen sind Löwen zu sehen, die Wappen halten. Das ist einmal ein Adler der Häuptlingsfamilie Zexena und das andere Wappen, das ist der Bär der Häuptlingsfamilie Athena. Und dieser Bär, der ist heute noch im Wappen der Stadt Esens, der Bärenstadt Esens. So, das war meine Runde durch die Stadt Esens mit ihren hübschen und interessanten Häusern und Gebäuden. Ich hoffe, euch hat der Rundgang genauso viel Spaß gemacht wie mir. Würde mich freuen. In diesem Sinn, tschüss.